Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video machen wir gemeinsam Schritt für Schritt diese kleinen Teddywürmchen. Die sind wirklich super schnell und einfach gemacht. Das wird auch ein kurzes Video. Die Köpfchen haben wir jetzt selber gemacht. Das zeige ich euch einmal so im Nahen. Das ist hier eine 25 mm Holzperle als Kopf und 11 mm Holzperlen als Öhrchen. Die habe ich mit der Heißklebepistole raufgeklebt. Und hier habe ich dann nachher nochmal selbst bemalt. Also den Kopf habe ich schon mal grundiert mit den Acrylstiften, die ich immer benutze. Und nachdem ich hier auch reingefüllt habe mit Heißkleber, habe ich da oben auch nochmal angemalt. Ihr könnt sie natürlich naturbelassen, wenn ihr möchtet, oder in verschiedenen Farben anmalen. Das ist euch überlassen. Und die Körper sind auch einmal so kleine Körper. Das geht wirklich super schnell mit Wollresten. Ihr braucht einfach 2 Farben eurer Wahl. Wir häkeln jetzt mit einer 3 mm Häkelnadel und fangen auch direkt an. Wie gesagt, die gehen super schnell. Wir machen das jetzt auch im Schnelldurchlauf. Alles, was sich wiederholt, spule ich schneller. Wir fangen an mit der Schlaufe. Dafür legen wir uns die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und für diese Schlaufe, die ich bei den Teddys jetzt gemacht habe, mache ich 70 Luftmaschen. Einfach eine Luftmaschenkette mit 70 Luftmaschen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bis wir 70 haben. Somit haben wir jetzt die Luftmaschenkette mit 70 Luftmaschen. Dann halte ich sie einmal so gerade und gehe hier in die erste Masche rein. Hole den Faden, ziehe jetzt durch beide Schlaufen durch. Somit haben wir jetzt auch unsere Schlaufe fertig. Jetzt machen wir den Körper. Dafür machen wir 30 Luftmaschen. Einfach jetzt weiter häkeln. 30 Luftmaschen. Das haben wir jetzt auch. Wir haben jetzt hier unsere Schlaufe und da dran direkt den Körper an einem Stück gehäkelt. Jetzt arbeiten wir mit Stäbchen, und zwar werden wir jetzt den Faden auf die Häkelnadel nehmen, die nächsten beiden Maschen überspringen, dann in die dritte rein, den Faden von hinten nach vorne rausholen. Jetzt haben wir 3 Schlaufen, Faden holen durch die ersten beiden Schlaufen, Faden holen durch die letzten beiden Schlaufen. Jetzt machen wir noch weitere 2 Stäbchen in ein und dieselbe Masche, also in dieselbe Masche ein zweites Stäbchen und in dieselbe Masche ein drittes Stäbchen. Jetzt machen wir in jede einzelne dieser 30 Luftmaschen, bis wir hier vorne an der Schlaufe angekommen sind, immer 3 Stäbchen. Und der nächste ist auch direkt daneben, also den kleinen hier nicht überspringen, sonst wird das nicht so schön. Direkt daneben in die nächste Masche auch 3 Stäbchen rein. Dann wieder in die nächste, links direkt daneben. Und das machen wir, bis wir jetzt oben an dieser Schlaufe angekommen sind. Und dann haben wir gleich auch nicht mehr viel. So, in jedes der Maschen haben wir jetzt 3 Stäbchen gehäkelt. Ich drehe das einmal zurecht.
So sieht das Würmchen jetzt schon mal aus. Jetzt machen wir einen Farbwechsel. Da könnt ihr euch natürlich jetzt eure Farben aussuchen. Hier hatte ich ja klassische Brauntöne benutzt und jetzt mache ich einen in Weiß und mit den roten Zacken. Dafür lege ich die neue Farbe auf die Häkelnadel, drehe mir das einmal, ziehe durch die weiße Schlaufe hindurch, ziehe das Weiße fest und jetzt drehen wir uns das Würmchen und wir werden jetzt auf dieser Seite weiter häkeln. Wir gehen jetzt erstmal in die nächste Masche hier vorne direkt in die erste rein, machen mit dem Rot jetzt hier eine Kettmasche. Und das ist so gesehen der Anfang jetzt. Die anderen Fäden machen wir später. Und jetzt zeige ich euch dann natürlich nur den Anfang und den Rest spule ich schneller. Das wiederholt sich jetzt natürlich auch. Also wir machen jetzt 6 Luftmaschen. 3, 4, 5 und 6. Überspringen die nächste Masche, gehen in die übernächste rein und holen den Faden raus und verbinden mit einer Kettmasche. Dann machen wir wieder 6 Luftmaschen, 3, 4, 5 und 6, überspringen wieder die nächste, gehen in die übernächste rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, verbinden mit einer Kettmasche. Wieder 6 Luftmaschen, 3, 4, 5 und 6, wieder die nächste überspringen, in die übernächste rein, Faden holen und eine Kettmasche. So entsteht jetzt das Muster. Das kommt gleich zur Geltung, wenn natürlich alle voll gehäkelt sind. Da spule ich euch natürlich auch gleich schneller. Das machen wir einfach bis ganz nach unten, bis wir alles behäkelt haben. Und so sieht es dann jetzt aus. Ich finde die Farbkombination auch ganz schön. Mal sehen nachher, wie das mit dem Köpfchen aussieht und wenn jetzt alles fertig ist. Also einfach hier weiter häkeln, bis wir hier unten angekommen sind. Ich zeige euch das Ende hier natürlich. Und das machen wir die ganze Zeit so. 6 Luftmaschen, eine überspringen, in die nächste eine Kettmasche. Wir nähern uns hier dem Ende. Ich mache hier noch die letzte Masche. Ich bin hier ganz unten angekommen, verbinde hier auch mit einer Kettmasche. Jetzt schneide ich meine Fäden einmal ab, ziehe es einmal raus. Das werde ich natürlich gleich einmal vernähen. Jetzt drehe ich mir erstmal mein Würmchen auch zurecht. Und so sieht es jetzt erstmal aus. Ich finde die Farben wirklich schön. Passen da jetzt auch zu Weihnachten. Da gleich machen wir das Köpfchen ran. Ich werde jetzt alle meine Fäden einmal verknoten und vernähen. Und dann sind wir gleich fertig. Wir machen gemeinsam noch das Köpfchen ran und den Knoten. So, alle Fäden sind vernäht oder verknotet. Jetzt nehmen wir uns das Köpfchen, gehen hier mit der Häkelnadel rein, ziehen hier die Schlaufe einmal durch, positionieren alles einmal so, wie wir das möchten. So, und jetzt mache ich hier dicht am Kopf noch einen Knoten rein.
Und schon ist unser Teddywürmchen fertig. Das ging wirklich ratzfatz. Das ist super schnell. Eure Köpfchen könnt ihr auch selber gestalten, die Gesichter eurer Wahl aufmalen. Und so schnell ging das. Ich zeige euch nochmal hier die anderen. Und ich freue mich, wenn euch das Video gefällt. Teilt es gerne mit Freunden und Bekannten. Abonniert gerne meinen Kanal. Und so sehen diese kleinen Würmchen jetzt aus. Dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Mithäkeln und Nachhäkeln. Bis dahin!